Hallo miteinander und herzlich willkommen zu unserer Vorstellung der Frühjahr-Sommer-Kollektion 2025. Pauline und ich werden euch gleich, viele von euch kennen es ja schon, anhand der ganzen Modelle unsere frische und farbenfrohe Kollektion vorstellen. Die Artikel sind schon online. Einige von euch haben die vielleicht auch schon bei einem von unseren Vertretern gesehen oder auch auf der Hausmesse in Nordhorn konnte man sie ja schon bewundern. Und wie gesagt, online ist sie schon, ist bis zum 3. November bestellbar und wird dann, das haben wir jetzt geändert, wir hatten sonst immer, dass es ab Januar ausgeliefert wurde. Das Ganze haben wir jetzt verschoben auf ab Mitte Februar bis Mitte, Ende März. Einfach aus dem Grund, ja, im Januar ist dann eher noch das Wintergeschäft und Frühjahr, Sommer hat dann immer noch ein bisschen Zeit und da kam einfach die Rückmeldung, genau, ob es dann nicht später ausgeliefert werden kann und deswegen haben wir das genau nach hinten geschoben und ja. Starten wir mit den ersten Artikeln. Viel Spaß! Es geht los, wie immer, mit den Modefarben unserer Basic-Artikel. Hier anhand von dem Artikel Heike, das glatte Bündchen. Hier haben wir einmal ein Grasgrün, ein Sonnengelb, ein leuchtendes Orange, Koralle, Beere, Flieder, ein lila Blauton, ein Mint, so ein richtig schönes Bonbonmint und Rauchblau. Das war der Artikel Heike, das Bündchen. Und natürlich haben wir auch wieder French Terry Maike in den neuen Sommerfarben. Und den Baumwoll-Jersey Vanessa. Ich lege sie noch einmal alle. So. Dann haben Sie die Farbnummern, Artikelnummern und Namen einmal im Überblick. Und weiter geht's. Genau, mit einem weiteren einfarbigen Artikel und zwar der Artikel Istanbul. Das ist eine Poloware, Baumwoll-Elastan-Mischung. Hatten wir im letzten Jahr schon erstmalig in der Kollektion, haben den dann in ein paar Standardfarben gehabt und ja, der kam gut an und den haben wir jetzt wirklich auch in den ganzen frischen Farben dazu genommen. Genau, wieder das Grün, das Gelb, das kräftige Orange, Koralle, Beere, hier das ganz zarte Flieder, genau, hier einmal dieser dunklere Lila-Ton, Mint und Rauchblau. Weiter geht's mit dem Viskose Jersey Selina. Und auch hier haben wir wieder die frischen Sommerfarben, aber auch Weiß und Schwarz aufgenommen. So als klassische Alternative. Kann man auch wieder super zu kombinieren mit dem Bündchen Heike oder mit dem French Terry Maike. Also die Farben sind alle untereinander super kombinierbar. Und passen dann ja auch zu der ganzen Kollektion, die wir dann gleich noch zeigen, die ganzen bunten Sachen. Also das ist farblich dann wirklich immer sehr schön aufeinander abgestimmt. Der nächste Artikel, vielleicht kennen den ein paar schon aus der letzten Frühjahr-Sommer-Kollektion, Artikel Tiana. Den haben wir dann auch wieder. Das ist dieser Azur-Jersey, der dann diese Lochstrickerei, genau. Und den gibt es dann auch in den ganzen Modefarben und auch da haben wir dann Schwarz und Weiß dazu genommen. Und noch als Uni-Artikel haben wir den Modal French Terry Paula, auch wieder in den Modefarben Grasgrün, Sonnengelb, Orange, Koralle, Beere, Flieder, Lila-Blau, Mint, Rauchblau und die beiden Klassiker Weiß und Schwarz. So. Weiter geht's mit Artikel Lemgo. Lemgo gibt es in 6 Farben. Das ist ein Jacquard Jersey, hat ein Leo-Muster. Kannst hier, glaube ich, ganz gut erkennen. Gibt es dann einmal in dem Creme, in Flieder, dann einmal hier in dem kräftigen Orange,
das kräftige Grün, Dunkelblau und Schwarz. Und hier haben wir ein Modell, was Pauline euch einmal zeigt. Ja, hier haben wir ein süßes Jäckchen, passend zu unserer viskose Webbare. Da kommen wir noch später zu. Und ich zeige es einmal. Und hier kann man auch diese schöne Struktur sehen. So ein 3D-Effekt. Und ich finde es super schön, dass das so Ton in Ton gehalten ist und man das erst wirklich bei näherem Hinsehen sehen kann. Er ist dann auch also Leo ist ja auch sowieso in den letzten Jahren sehr gekommen und auch, aber trotzdem gibt es ja da, dass die einen mögen halt Leo, die anderen gar nicht, aber der war jetzt halt auch nicht, der war so ein bisschen Ton in Ton, das ist halt auch mal jemand, der nicht unbedingt so auf voll Leo steht. Genau, ne? der auf Struktur steht auch. Genau. Und wir machen weiter mit dem Artikel Entrup. Entrup ist ein Baumwollleinen-Feinstrick mit einer Rippenstruktur. Eine richtig schöne, leichte Qualität, ideal für den Sommer. Und hier haben wir ein Natur-Wollweiß, Flieder, ein kräftiges Grasgrün, Marine. Na, das kann ich ja immer nicht haben. Ne? Nee. Ist bekannt. Und Schwarz. Genau, hier haben wir zwei Modelle dazu. Die Struktur konnte man ja gerade bei Pauline schon sehr, sehr gut erkennen. Und hier einmal in Schwarz das Kleid oder hier in den zarten Flieder und dann unten kombiniert mit dem Rock aus der viskose Webware und auch gerade diese kräftigen Töne. Also es ist eine richtig schöne Sommerware und durch diese Mischung Leinen, Baumwolle sehr trageangenehm, richtig schön. Ja. Und einfach mal auch wieder was anderes. Und mal wieder was andere anderes. Qualität. Ja. So, dann geht es weiter mit Artikel Lime. Lime ist auch ein Jacquard-Jersey, ebenfalls mit einer Struktur, so ein bisschen diese Quadrate. Genau, gibt es dann auch wieder in diesem Creme. Flieder. Das Orange. Das kräftige Grün, hier kann man die Struktur dann halt auch sehr, sehr schön erkennen. Dann einmal das Dunkelblau und einmal Schwarz. Und auch hier haben wir nochmal Modelle dazu. Ja, hier haben wir einen ganz, ganz tollen Blazer und mit passender Hose. Und hier Jäckchen, immer schön für die Sommerkleider und die Sommershirts, passend zum Überziehen, wenn es im Frühjahr noch ein bisschen kühler ist. Natur hier oder Wollweiß passt natürlich überall super gut zu. Aber das ist natürlich hier ein Highlight. Und dann zeige ich auch einmal, wie schön fein man arbeiten kann. Selbst wenn mehrere Lagen übereinander sind, das ist echt richtig, richtig schön. Ein ganz, ganz toller Blazer. In einer tollen Farbe. Total, also richtig schön knallig. Und gerade das Grün und auch das Orange kam auch tatsächlich in der Kollektion. Also ich habe es dir jetzt schon ein paar Mal gezeigt. Auch wirklich gut an, weil es wirklich mal richtig, das Orange ist fast schon so ein bisschen Neonorange, ne? Also wirklich schön frisch. Richtig schön, ja. Und ich finde die Kombi auch zwischen diesen beiden, wie man es jetzt hier sieht, wenn man es so kombiniert, so ein Color-Blocking-Pullover mit unseren Uni-Artikeln, finde ich auch super schick. Ja, oder wenn man da dann jetzt auch noch diesen Entrup zum Beispiel, diese Leinen-Baumwollmischung dazu kombiniert, da kann man ja auch mitspielen, ob man jetzt in der gleichen Farbe oder mit einer anderen Farbe, also ob man es Ton in Ton oder dann wirklich dieses Color-Blocking, Und man kann jetzt ja auch super viele unterschiedliche Strukturen miteinander vermischen, weil überall die Farben natürlich aufeinander abgestimmt sind. Ja. Und hier haben wir den Artikel Lese. Ein Strick. Ich zeige ihn hier auch noch einmal von der Rückseite, weil ich finde die Rückseite auch sehr, sehr schick. Also kann man auch super offenkantig verarbeiten, so dass es sich einrollt, finde ich auch immer ganz toll. Und hier haben wir wieder dieses Wollweiß, Flieder, Orange, Grasgrün, Marine und Schwarz. So, und weiter geht's mit Artikel Brake. Brake ist ebenfalls ein Jacquard-Jersey.
mit einem hohen Viskoseanteil. Genau, es hat auch so ein bisschen diese Struktur. Einmal hier in dem Beige, Flieder, dann das kräftige Orange, Mint, Marine und Schwarz darf natürlich auch nicht fehlen. Und auch hier zeigt Pauline jetzt nochmal ein paar Modelle. Ja, hier haben wir einmal in Marine den Troja und hier ein klassisches Shirt. Und das hier, da kann man es nämlich am besten am Kragen. Hier kann man den am Kragen erkennen. Den kann man nämlich auch super gut verarbeiten und einen ganz, ganz dünnen Kragen zaubern an den Ecken. Ich räume es weg. Danke. Ja. Es geht weiter mit Aloha, ein French Terry. Ideal für die kühlere Zeit, noch am Anfang des Sommers oder im Frühjahr. Hier haben wir ganz viele sommerliche Designs. Einmal mit Palmen auf Weiß, Palmen auf Blau. Ja, abstrakte Blumen, könnte auch eine Koralle sein, auf Hellblau und ein abstraktes Design auf Wollweiß. Und hier haben wir noch ein Design in 3 Farben in dem Artikel Aloha, dem French Terry, und zwar mit Schriftzügen Aloha Summer auf Weiß mit Orange, Orange mit Weiß und Blau mit Weiß. Ja, hier haben wir 2 Modelle. Einmal hier die Schrift, da wurde es ein bisschen positiv-negativ, also einmal Orange mit Weiß und dann mit dem Weiß und Orange kombiniert. Hier oben in der Kapuze, da sieht man auch, wie perfekt dann halt auch die Modefarben aus der Kollektion dann dazu passen. Genau, und hier einmal das längere Shirt mit dem Dunkelblau. So, dann geht es weiter mit einem Modal French Terry, Artikel Eislingen. Gibt es in 4 verschiedenen Designs. Sind so ein bisschen diese Animal Prints. Einmal hier auf cremefarbenem Untergrund mit Schwarz und Altrosa. Dann hier ein ganz zartes Rosa mit Schwarz. Hier ist ein zartes Rosa mit Altrosa. Und hier auch nochmal. Und Pauline zeigt 2 Modelle dazu. Ja. Das ist auch einer meiner Lieblingsartikel in der Kollektion. Vor allen Dingen liebe ich dieses Leo-Design auf Weiß. Und hier einmal so Ton in Ton gehalten, finde ich auch sehr, sehr schick mit überschnittenem Kragen. Und ganz toll ist hier einmal die schräge Känguru-Tasche. Das ist ein Muster, ne? Ja, möchte ich gerne. Und jetzt kommen wir zu dem Modal French Terry Flowers. Wieder durch den Modalanteil sehr trageangenehm und weich. Und hier haben wir 3 verschiedene Blumendesigns. Einmal auf dunkelblau in Rosé-Goldtönen gehalten. Hier einmal auf schwarz in sehr kräftigen Tönen blau, pink und grün. Und hier haben wir einmal goldene Blümchen mit rosa Blümchen gemixt. Ja, hier haben wir einmal das Kleid. Ich glaube, viel muss man da gar nicht zu sagen. Durch das Dunkelblau und dieses Roségold wirkt es dann alleine schon. Und, ja, schönes Sommerkleid. Total. Auch eine schöne Farbkombi. Ja, würde ich mir so klauen. Vielleicht kommt es nicht wieder zurück. Nein, Vielleicht kommt es nicht. Genau. Nein, das mache ich nicht. Liebe Probenäherin, das war Ihr Kleid. Gucken Sie sich noch einmal an, machen Sie einen Screenshot. Ja, Danach es ist gleich weg. Es ist gleich weg. So, es wird jetzt gerade schon eingelagert. Dann kommen wir zu Artikel Summer. Das Ganze ist ein Baumwoll-Jersey, unterschiedliche Designs. Einmal hier auf weißem Grund mit dem Fingerabdruck und dem Herz und dem Schriftzug Love. Dann hier einmal auf weißem Untergrund mit diesen großen, richtig schön gelben Blumen. Und hier einmal auf beigefarbenem Untergrund mit den Zweigen.
So, das Design habt ihr vielleicht gerade schon mal gesehen bei einem Strick, den wir gerade schon vorne vorgestellt haben, auch nochmal auf cremefarbenem Untergrund. Dann hier nochmal das florale Design auf weiß. Und das letzte Design von dem Artikel Summer einmal auf weißem Untergrund mit den grünen Blättern und hier einmal auf einem ganz tief dunkelblau. Und Pauline? Ja, hier haben wir ein ganz, ganz schickes Sommerkleid. Vielleicht kommt das auch nicht wieder. Nein, ich stecke mir nicht alles ein. Und hier haben wir ein ganz normales Sommershirt. Finde ich auch richtig toll mit weißen Bündchen. Ganz schlicht gehalten, weil das Design für sich spricht. Und hier einmal, hatten wir vorhin schon einmal, das mit dem Jäckchen und diesem schönen sommerlichen Kleid mit den Zitronen. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Aurich, eine maritime Serie auf Baumwolljersey. Haben wir in 2 Farben. Und hier haben wir 5 Designs. Einmal die Schildkröten auf Wollweiß, Möwen auf Rauchblau, dann Palmen, Möwen und hier eine ganz süße Krabbe, ein Muscheldesign und einmal die Wellen. Und das Ganze haben wir auch auf dunkelblau, die Schildkröten, Möwen, das Design mit der Krabbe, die Muscheln und einmal das Wellendesign. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch, genau. Ich wollte eben gucken, ob ich das noch kann mit dem Griff und so weiter. Genau, also hier haben wir 5 Modelle und genau, man sieht hier auch, wie toll man dann den Streifen zum Beispiel zum Kombinieren nehmen kann bei der Hose jetzt. Hier vorne wurde zum Beispiel als Hose unser Damier, das Leinen kombiniert. Genau, und hier dann auch einfach auch als Mütze. Genau, also man ist wirklich auch die Pumphose, dann hier ist an der Seite einfach der Streifen eingesetzt. Also da gibt es viele Möglichkeiten und finde ich auch vom Design her ist auch mal was für etwas, wäre auch was für etwas Ältere. Ja, für groß und klein. Genau, für groß und klein und ja. Finde ich auch sehr süß. So. Ja. Er oder sie muss jetzt ins Bett, also wir machen wir weiter, okay? Machen wir weiter. So, dann sind wir bei Artikel Sizilien. Sizilien ist ein Viskose-Jersey, auch in richtig schönen Sommerdesigns. Hier einmal. Den seht ihr gleich auch nochmal anhand des Modells. So, und der letzte, das ist der hier, sieht so ein bisschen aus wie ein Gemälde. Genau, und Pauline zeigt jetzt nochmal ein Modell dazu. Ja, hier haben wir wieder ein ganz, ganz tolles Sommerkleid. Da hat man jetzt richtig Lust auf den nächsten Sommer. Hier mit Rüschchen abgesetzt, eine schöne Farbkombi. Das ist so ein dunkel Petrolgrün als Untergrund mit dem Rosa, finde ich, ist auch immer eine ganz, ganz schicke Farbkombi. Machen wir weiter mit dem Artikel Malta. Ein Piqué, also eine Poloware, wie der Artikel Istanbul in Uni, den wir vorhin schon einmal vorgestellt haben. Und jetzt mit Designs. Ideal für Polohemden, für Polokleider. Also eine ganz, ganz tolle Ware, finde ich auch super für Röcke und kurze Hosen. Hier haben wir einmal ein Blumendesign in Weiß und Blau. Ein Palmendesign in Sonnenauf- oder Sonnenuntergang. Je nach Stimmung. Darf man sich alles aussuchen. Ja. Finde ich auch sehr schick für ein Männerhemd im Sommer. Total. Also das haben tatsächlich auch einige Kunden jetzt bei Vorlagen gesagt, das ist auch ein absolutes Männerdesign. Ja. Ja.
Ist auch eine ganz, ganz tolle Qualität für Männer. Für Polo-Shirts. Ja. In Uni wie in bedruckt. Hier haben wir ein Blumendesign auf dunkelblau mit grün und hellblau. Palmenwedel. Und einmal bunte Blätter auf einem dunklen Jeansblau. Ja, hier haben wir einmal das Oberteil, aber sehe ich auch für Kleider, sehe ich für Kinder. Genau, wir haben es gerade schon gesagt, auch für Männer, also wirklich mit dem oder als Hemd. Auch kommen wir ja später nochmal zu, dass man bei der Poloware, das kam unterwegs nämlich auch auf, mit dem Kragen und so weiter. Wir haben nachher noch eine Poloware, wo man den Kragen auch sehr, sehr gut sehen kann, dass man es aus der gleichen Qualität machen kann. Und, da kann man super gut ausarbeiten. Ja. Da braucht man gar nicht mit Bündchen, mit einem steifen Bündchen, was dann wirklich stehen bleibt. Da kann man super gut mit dieser Ware auch den Kragen setzen. Absolut, aber das zeigen wir nachher nochmal. Zeigen wir nachher nochmal? Ich glaube wohl. Glaube ich, ne? Ja. Oder du hast es wieder eingepackt und es ist, kommt nicht an. Das Vielleicht ist es schon in meiner Kiste. Ja. So, dann kommen wir zu Artikel Ampfing. Ampfing ist eine viskose Webware, wieder mit Animal Prints. Und zwar hier mal einmal auf Altrosa mit Schwarz, dann auf Aprikot Untergrund und dann mit Schwarz. Hier einmal Schwarz Aprikot und hier auch nochmal. Und auch hier haben wir 2 Modelle. Ja, hier haben wir wieder richtig tolle Sommerkleider und Sommerröcke. Hier einmal mit einer Knopfleiste in der Mitte und das ist ein richtig schöner, toller Sommerrock. Und kombiniert mit dem Artikel Entrup, das war der Baumwoll-Leinen-Feinstrick. Und hier einmal das Sommerkleid und kombiniert wieder mit der Jacke aus dem Artikel Lemgo. Und wir bleiben bei der viskose Webware. Jetzt Artikel Donner. Und hier haben wir ein abstraktes Leo-Design in bunten Farben. Das ist ein rangezoomtes Marmordesign in Glitzeroptik. Hier haben wir ein Design auf dunkelgrün mit durchgezogenen goldenen Linien. Zeigen wir alles gleich nochmal etwas größer. Hier haben wir ein Patch-Design in bunten Farben. Sehe ich zum Beispiel auch für diese ganz weiten Hosen und so weiter, Ja. ne, dieses Patch-Design. Die Yoga-Hosen. Ja, genau. Mhm. Da hast du recht. Boah, der ist diese Woche. Ja, gewöhn dich nicht, doch? Nee. So, Konzentration. Ja. Und hier haben wir ein 70er-Jahre-Design. Ein Design mit Ornamenten in 3 verschiedenen Farben. Auf dunkelblau mit Koralle. Ein lila Blauton mit einem richtig kräftigen Türkiston und einmal Khaki. Hier haben wir wieder ein abstraktes Design in erdigen Tönen. Einmal ein Batik-Design. Zeigen wir auch gleich noch einmal größer. Und hier haben wir ein großes Leo-Muster, auch in erdigen Tönen. Auch ein richtig schönes Design. Genau, einmal hier das dunkelgrüne Design mit den angedeuteten goldenen Linien. Komm mal nach vorne und unterstütze dich. Auch erste Mal die Woche. Genau, da sieht man es ganz gut, weil das kam unterwegs dann auch so ein bisschen auf, weil man es auf der Lasche dann nicht so gut erkennen kann. Und so, hier einmal dieser Farbverlauf oder dieses gebatikte. Wie gesagt, für Yogahosen, schöne lange Kleider, weite Kleider. Auch für
Schals finde ich das auch richtig. Tücher, toll. Schals, Ja. absolut, ja. Und ist auch ganz toll. Auch so ein bisschen dieses, Entschuldigung. kein Problem. Ja, das kann man ja machen vor laufender Kamera, Ja, kein Problem. nie wieder. Wir wollen es auch richtig zeigen. Ja. So. So, dann kommen wir zum Artikel Mona. Mona ist ein Baumwollcanvas, gibt es in unterschiedlichen Designs. Das erste Design jetzt in 2 Farbstellungen, und zwar einmal hier auf so einem cremefarbenen Untergrund mit diesen ganzen bunten Farben, und das gleiche Design einmal auf schwarz. Dann hier einmal mit den unterschiedlichen Erdtönen, mit diesen Kästchen, kann man auch perfekt zu Vanya kombinieren. Das zeigt Pauline dann aber gleich auch. Also da passen auch viele Vanya-Farben dazu. Das ist ja dieser Kordsamt von uns. Und hier haben wir einmal ein Chevron-Design. Gibt es einmal in dunkelblau, in einem Braunton und in beige. Und dazu passt dann auch perfekt dieses Blätterdesign. Ist dann in exakt denselben Farben. Und hier sieht man, wie schön man die auch untereinander kombinieren kann. Genau, und Pauline zeigt jetzt nochmal 2 Taschen. Ja, hier haben wir einen Rucksack. Kombiniert wurde es hier mit unserem Artikel Rex Metallic. Und hier haben wir noch einen Rucksack. Wurde unten Vanya kombiniert. Aber man kann natürlich auch jede andere Farbe nehmen, weil wir haben in dem Artikel Vanya sehr viele erdige Töne, die hier natürlich super gut passen. Jetzt kommen wir zur Baumwollwebware Lilly. 4 Designs in ganz vielen verschiedenen Blautönen. Hier haben wir auf einem dunklen Jeans-Blauton weiße Blümchen, auf weiß hier Blümchen in Flieder und Royalblau, eine Blumenwiese in verschiedenen Blautönen und einmal die kleinen Streublümchen auf einem Hellblauton. Ja, hier haben wir 2 Modelle. Einmal das Kinderkleid, hier dann auch der Sommerhut, das ist das kleine Blümchen eingearbeitet. Oder einmal hier die Hose. Ja, ist eine richtig schöne, feine Popelin. Ja. Kann man auch für Männerhemden und so weiter nehmen. Auch diese Designs werden ja auch wohl, sind ja nicht alle nur in weiß oder einfarbig, so wie ich jetzt heute, sondern auch sowas kann man natürlich perfekt für Hemden und so weiter nehmen. Ja, Ja, finde ich auch sehr schön. Blusen, Hemden, genau. Kleider. Ja. So, dann sind wir bei Artikel A-Haus. Das ist ein ganz leichter Jeans mit einer Stickerei. Gibt es in 2 Blautönen. Die sind beide so ganz leicht meliert im Hintergrund. Und zwar einmal auf dem helleren Blau mit der Stickerei und einmal auf dem dunkelblau. Und Pauline hat schon das nächste Modell in der Hand. Ja, hier haben wir ein ganz, ganz süßes Kleidchen. Zum Überziehen kann man natürlich, wenn es kälter ist, noch was drunter ziehen. Hier ist genug Platz drunter. Ich finde es total süß für Kleider, finde den aber auch als Jeansjackenersatz, wenn man nicht so eine dicke Jeansjacke im Sommer über seine Kleider oder Blusen tragen möchte. Auch super schick, wenn man sich da so eine Fake-Jeansjacke draus näht. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Aalen. Aalen ist ein Baumwollflanell, leicht angeraut, ganz dünn, und die Karos sind 3,5 mal 3,5 cm in Weiß mit Natur, Rauchblau Mint und Taub Naturweiß. Und hier haben wir auch eine niedliche Bluse. Genau, einmal hier mit dem Rosé. Sehe ich aber auch für Hausanzüge, für Pyjamas, für Herrenhemden, auch wieder diese langen, längeren Hemden. Und genau, Flanell hatten wir jetzt auch. Ist ja eigentlich von der Stärke her, eigentlich ist es ein Ganzjahresartikel. Ne? Also es ist ja nicht nur, Flanell ist ja nicht nur Winter oder dick, sondern der ist ja wirklich von beiden Seiten auch gleich. Und ich finde ihn auch super schön, vor allen Dingen für lange Pyjamas oder auch kurze, das darf man auch immer nicht vergessen, Genau. Kurze Hose
kurzärmeliges Shirt dazu und ist man schick gekleidet. Absolut. So, dann kommen wir zu... Ja, alles gut. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, danke. Dito. Dann kommen wir zu Artikel Achan. Achan ist eine Baumwolldobby. Gibt es in 3 unterschiedlichen Farben. Einmal hier in Weiß. Und hier sieht man dann die unterschiedlichen Strukturen in dem Stoff. Und auch ideal für Blusen, Kleider, ob jetzt Kommunion und so weiter. Einmal in einem Cremeton und einmal in Schwarz. Dann kommen wir zu dem Artikel Adenau, einer Baumwollspitze, 100% Baumwolle, haben wir einmal in Naturweiß und einmal in Schwarz. Ja, hier haben wir einmal das Kleid. In der Mitte der Grundstoff ist ein Baumwoll-Jersey und dann hier an der Seite ist dann die Spitze eingearbeitet und dann hier auch nochmal in dem Rock. Also auch einfach schick. Ja, finde ich auch total schön. Total schön. Und in meinem Urlaub durfte ich auch Spitze, Häkel, Optik machen viele. Sich nicht nur als Bekleidung, sondern verschönern damit Blumentöpfe, Ja. schneiden sich da was raus und kleben es dann drauf oder machen da so einen schönen Beutel drum und das sieht so toll aus. Finde ich richtig schön. Ja. Also es ist immer nicht nur Bekleidung. Nee, absolut. So, dann kommen wir zum ersten Designerstoff oder zur ersten Designerin, Cherry Picking. Und zwar gibt es dort 4 verschiedene Artikel und ich fange an mit der viskose Webware Silence. Gibt es in 3 Farbstellungen und zwar einmal hier dieses Orange mit dem Korall, dann einmal hier im Untergrund das Petrol mit Altrosa und hier einmal das zarte Flieder mit dem pastelligen Altrosa. Und da hat Anke natürlich auch wieder darauf geachtet, dass alle Qualitäten auch farblich dann miteinander kombinierbar sind. Hier haben wir jetzt einmal den Double Slab Muselin. Das ist ja auch eine Double Gauze, hat halt diese Leinenoptik, ist aber trotzdem eine reine Baumwolle und ist einfach, der Unterschied zum normalen Muselin ist, dass er einfach glatt ist und nach der Wäsche krinkelt er sich auch nicht. Der normale Muselin ist ja immer so leicht gecrasht und das haben sie oder habt ihr hier nicht und der ist einfach ein bisschen dicker. Genau, hier dann einmal Orange mit Koralle, dann dieses Gelb mit Aprikot und die beiden Lila-Töne, also Flieder mit kräftigen Lila. Dann haben wir hier einmal wieder in den Farben von Anke der Baumwoll-Jersey Wannabe. Genau, gibt es dann auch in 3 Farben. Rot mit Koralle, dann das Gelb mit Aprikot und die beiden Lila-Töne. Und dann gibt es nochmal einen French Terry, den Artikel Universe. Gibt es auch in 3 Farbstellungen. Da seht ihr gleich auch ein ganz tolles Modell und das Schöne bei dem ist, dass wirklich jedes Teil dann zum Schluss anders wirkt durch das Muster einfach. Genau, und zwar haben wir hier einmal das Ganze in dem Rot-Koralle, dann einmal hier so ein bisschen in dunkelbraun mit dem kräftigen Grün und so weiter, wo dann auch wieder die ganzen Unis zu passen, die wir ganz am Anfang gezeigt haben und hier einmal auf schwarz. So, Pauline, bist du bereit? Ja. So. Ja, wir hoffen mal, dass man alles gesehen kann. Ja, hier kann man jetzt sehen, wie toll alle farblich aufeinander abgestimmt sind. Man kann unterschiedlichste Qualitäten miteinander kombinieren. Wannabe, der Baumwoll-Jersey und hier haben wir den Double Slab Muselin. Finde ich aber auch super für Sommerdecken, nicht wieder nur für Bekleidung, sondern im Sommer, wenn es warm ist, eine Musselindecke ist auch immer bei uns zu Hause sehr beliebt. Hier haben wir die viskose Webware als Rock, Bluse, Kleid oder luftiges Sommeroberteil und der Artikel Universe und dieser ziert natürlich auch unser Titelbild. Und hier kann man nochmal verschiedene Modelle sehen. Ich persönlich finde den auch super cool als komplett
Anzug, also Jogginghose mit einem Hoodie, alles aus einem Guss, finde ich auch super cool. Ja, und da hat sie sich wieder selbst übertroffen. Danke. Ja. Ja, ist wirklich, kommt auch gut an unterwegs. Ja, schöne Farben. Ja. Lila wird auch nächstes Jahr viel gezeigt. Und bleibt ja auch, ist ja auch schon ein bisschen länger da, aber Lila bleibt auch auf jeden Fall auch fürs nächste Jahr. So, und dann kommen wir zu Christiane Zielinski. Freuen wir uns auch wieder, dass du wieder bei unserer Kollektion dabei bist. Das ist der Artikel Wild Meadow. Ein Double Slab Musselin. Wie schon gesagt, finde ich auch super schön für Sommerdecken. Das lässt sich super gut bei heißen Temperaturen unter so einer Musselindecke schlafen, weil es natürlich atmungsaktiv ist. Und hier haben wir 100% Baumwolle, schönes florales Design auf weiß und einmal auf einem Altrosaton. Die viskose webbare Feathers. Das sind Faunfedern auf Flieder, auf weiß, in den typischen Farben. Hier haben wir ein Slab Viskose Jersey. Zeichnet sich wieder durch diese schöne, feine Slab-Struktur aus. Da haben wir nämlich so glänzende, kleine, ich zeige es einmal, glaube ich, vorne gleich mal in die Kamera, wenn Matthias die Modelle zeigt. Und hier haben wir den Baumwoll-Jersey in the Pond. Und hier kann man alles finden, was man auch in einem Teich, wie es so schön heißt, auch finden kann. Einmal die Fische auf weiß, Enten auf hellblau, dann ein Axolotl auf Flieder und den Frosch auf hellblau. Und der Artikel Pond Life ist der French Terry. Hier haben wir ein Schwanendesign in 2 Farben auf Flieder und weiß. Und einmal der Biber auf Mint und Wollweiß. Ja, und hier sieht man dann direkt jetzt in dem Bild, wie das farblich einfach schön aufeinander abgestimmt ist und einfach schön passend ist. Genau, hier haben wir jetzt zum Beispiel diesen Double Slab Musselin, der wird jetzt hier als Kinderoberteil verarbeitet. Hier dann auch die Sommermütze. Aber auch das sehe ich absolut als Erwachsenendesign für eine Bluse, für ein Kleid und so weiter. Ja. Genau, da sieht man jetzt die Faunfedern in den Flieder. Genau, Pauline zeigt gleich noch mit diesem viskose Slab Jersey. Genau, aber da ist wirklich, sind einfach ganz tolle Modelle wieder entstanden. Hier kann man die schöne Slab-Struktur erkennen. Diese feinen Striche, diese leicht Grenzen. So, dann geht es weiter mit den Designs von Käselotti. Und zwar haben wir hier einmal Artikel New Waves. Das Ganze ist ein Baumwoll-Jersey. Gibt es in 3 Farbstellungen. Und zwar einmal hier in dunkelblau mit den hellblauen Wellen. Dann einmal Natur mit schwarz. Und hier einmal das Grün mit cremefarbenen Wellen. Dann haben wir hier einmal den Double Slab Musselin in 2 Farbstellungen mit der aufgehenden Sonne, Artikel Bright oder auf Creme mit dem Korall und hier einmal dunkelblau mit Creme. Dann haben wir hier einmal eine viskose Webware, Juicy Viskose. Gibt es einmal dieses All-Over-Design, also dieses vermeintlich kleinere Design. War nicht? Ich glaube, das war nicht ganz so scharf. Jetzt. Jetzt. Jo, danke dir. Bitte.
Und da gibt es auch nochmal gleiche Artikel, ein großes Design. Da seht ihr gleich auch nochmal ein ganz tolles Modell, was Pauline euch dann zeigt. Also mit den großen Früchten. Das Ganze gibt es jetzt in anderen Farbstellungen auch nochmal als Baumwoll-Jersey, Juicy Jersey. Einmal hier das All-Over-Design auf dem korallfarbenen Untergrund. Und auch da passen natürlich die ganzen einfarbigen, die wir ganz am Anfang gezeigt haben, also die Jerseys, Bündchen und so weiter. Und hier einmal das große Design mit den Früchten. Ich kann es hier einmal so ein bisschen zeigen, aber das zeigen wir gleich auch nochmal in groß. Und dann gibt es von Käselotti auch Paneele. Und zwar einmal dieses hier zeigen wir gleich auch nochmal in groß. Diese Paneele oder dieses hier und das nächste, was ich zeige, ist 1 Meter hoch. Dann haben wir einmal dieses Panel, wie gesagt, zeigen wir gleich in groß, auch ebenfalls 1 Meter. Und das muss man gleich auch im Ganzen sehen. Artikel Waterworld ist ein French Terry. Das ist jetzt 1,50 hoch. Und hier ist einmal der Baumwoll-Jersey. Sieht man hier Hang Loose, cremefarbener Untergrund mit den bunten Händen und einmal auf dunkelblau. Pauline, bist du bereit? Ich bin bereit. Hier haben wir eine Bluse ohne Knopfleiste, mit dem Hemd schön offen getragen werden, einfach drüber über Shirt. Finde ich sehr cool, dieses Design für den Sommer. Dann haben wir hier die Waves, die Wellen auf Naturweiß und hier haben wir den Oktopus und hinten ja, das Mantarochen. Ja. Hier einmal Juicy Jersey mit den Früchtchen. Hier haben wir einmal das Panel. Happier than a seagull with a French fry. Hier das Panel Stay Wild Ocean Child. Hier haben wir Hang Loose, alle die auf Vanlife und Go with the Flow und sowas abfahren, ist das natürlich total die super coole Kollektion. Und hier haben wir den Double Slap Musselin mit der Sonne. So, und hier nochmal die Paneele in groß. Das sind alle French Terry. Die Rückseite, genau. Da geht es mit dem Streifen weiter. Diese beiden sind jeweils 1 Meter. Hier ein richtig schönes, kräftiges Grün. So. Genau, der hier. Und dann noch einmal das Panel. Genau, der ist jetzt 1,50 hoch. Und hier nochmal. Genau. Krake, Oktopus, Korken. Ja. Können wir endlich Machen wir weiter mit unserer nächsten Designerin, Bienvenido Colorido. Liebe Grüße nach Spanien an dieser Stelle. Und das ist der Artikel Funky, der Baumwoll-Jersey. Und hier mit abstrakten Designs auf Koralle mit dem lila Blauton, finde ich, ist auch eine sehr schöne Farbkombi. Und einmal die schlichtere Variante, Naturweiß und Schwarz. Dann haben wir den Artikel Arrow. Und wie der Name schon sagt, das ist ein Pfeil, der immer nach oben zeigt. Und hier haben wir ein French Terry auf Naturweiß und Koralle. Und einmal auf dem lila Blau mit Rauchblau. Der Artikel Margarita, ein Modal French Terry wieder, trageangenehm durch diesen weichen Modalanteil und hier sind die Blumen ganz detailgetreu gezeichnet.
Also sie kommen richtig schön raus, sieht so ein bisschen 3D-mäßig aus auf Naturweiß und hier auf dem Lila-Blau mit dem ganz kräftigen Rotton. Hier haben wir den Double Slab Musselin Pomegranate, ein Granatapfel auf Gelb und auf Jeansblau. Und hier kann ich mir auch eine Sommerdecke super schön vorstellen. Finde ich total toll für den Sommer, auch zum Strand mitnehmen oder zu Hause zum Zudecken im Sommer. Baumwollwebware Palmera. Und wie der Name schon sagt, haben wir hier Palmen auf Naturweiß und Jeansblau und einmal auf Schwarz mit Türkis, Petrol und Rosatönen. Viskose Webware Pineapple Bloom, eine Ananas, die aus einer Blume kommt, auf Naturweiß, und hier hat die viskose Webware eine richtig schöne Struktur. Es sind so ganz glänzende kleine Punkte, die man so ganz leicht fühlen kann. Und das Design haben wir auch noch einmal auf Schwarz. Und die glatte viskose Webware Tiger Ornament hat einen Tiger in einer Blume auf Schwarz und Koralle und Schwarz und Blautönen. Ja, wir haben wieder was vorbereitet. Genau, hier sieht man auch wieder, wie es farbschön zu einem Thema passt. Und hier zum Beispiel auch, zeigt Pauline gleich auch nochmal in den Lookbook, das sind ein paar ganz tolle Modelle sind, auch also die sind Baumwoll-Popelin, da kann man auch wieder für Blusen und so weiter nehmen. Dann hier der Ananas und viskose Webware, ja, der French Cherry, der geht auch so ziemlich einfach. Genau, einmal der French Cherry mit dem Pfeil und hier einmal der Double Slab Musselin. Ich kann mir noch ein bisschen anzufangen. Ja, ich glaube, da kann man es gut sehen, ja. So ganz kleine Punkte. Ja, und die glänzen auch gleich. So, und dann kommen wir zu den Designs von Thorsten Berger. Artikel Floating Leo. Das Ganze ist ein Modal French Terry in 3 Farben, wie der Name schon sagt, mit dem Leo-Design, die so ein bisschen verlaufen sind. Und zwar einmal hier in Pink mit schwarzem Leo, dann einmal hier das Lila mit Schwarz und einmal das Grau mit Schwarz, und hier ist so ein ganz leichtes Türkis. Dann Tropical Forest ist eine viskose Webware mit den Blättern in 2 Farbstellungen. Dann haben wir hier einmal die Poloware in 2 Farbstellungen mit den Blättern und den Punkten hier im Hintergrund. Und dann kommen wir zu Artikel See You Later. Das sind 2 All-Over-Designs und dazu gibt es, oder das sind ja die Kombistoffe, wobei ich die einzeln auch sehr, sehr schön finde, zu einem Panel. Genau, das Ganze ist ein Baumwoll-Jersey, einmal der hier und einmal der so ein bisschen gebartigt ist. Und dann zeige ich euch jetzt mal eben das Panel dazu, aber das zeigen wir dann gleich auch nochmal in groß. Artikel auch ebenfalls See You Later. Hier sieht man schon im Hintergrund dieses Gebartigte und dann einmal mit dem Krokodil. Dann kommen wir zu Artikel Getaway. Das ist ebenfalls ein Baumwoll-Jersey und der hat so ganz leichte Sprenkel. Genau, der ist jetzt lila oder fliedergrundig und der hat so ganz leicht roséfarbene Sprenkel. Und hier einmal grau mit türkisfarbenen Sprenkeln. Und das sind ebenfalls 2 Kombistoffe, auch jeweils zu einem Panel. Und zwar hier einmal der lilane. Genau, zeigen wir gleich auch nochmal in groß. Die Paneele sind wieder 80 cm.
Und dann hier einmal der auf Grau mit dem Bus. Und hier nochmal ein Baumwoll-Jersey-Artikel Cool Down mit dem Lama auf Lila. Und auch hierzu gibt es dann den passenden Kombistoff. Und das letzte Panel von Thorsten Berger ist ein French Terry, Artikel Wild auf Grau mit dem Tiger. Und da gibt es natürlich dann auch den passenden Kombistoff dazu. Und wir zeigen euch jetzt nochmal die Modelle und auch die einzelnen Paneele. Vorab wollte ich einmal die Pakete zeigen. Die hatten wir auch wieder bei uns auf der Hausmesse im August. Aus unserem Mustermeter. Stellen wir gerne immer so Inspirationspakete zusammen, wie man die Sachen kombinieren kann. Und wenn man natürlich so ein Panel sieht und die Stoffe dazu aus den Modefarben, genauso wie gesagt, Cherry-Picking oder von Bienvenido Colorido, Thorsten Berger, da kann man mal sehen, wie toll die Farben alle untereinander super gut harmonieren. Das ist auch eine wunderschöne Kombi für den Sommer. Total, ja. Weg. Ich zeige schon mal einmal ein Panel, bevor die gerade aufräumt. Genau, und einmal hier mit dem Krokodil. Das ist die Vorderseite. Dann haben wir hier einmal die Rückseite. Und dann hier einmal die Kombistoffe, da sieht man auch, wie perfekt die zueinander passen. Das kann man auch hier an den Modellen sehen. Hier haben wir einmal ein Shirt für Erwachsene und ein Kindershirt. Das kann man super gut beides machen. Und hier einmal das Kleid aus dem Einwoll-Oberstoff. Und hier wurden beide Kombistoffe miteinander kombiniert. Das finde ich auch eine schöne Idee. Total, ja. Dann habe ich hier noch einmal das Panel, das was nicht daran, das sieht man, da sieht man es jetzt auch die ganz leichten Sprenkel, die da drin sind. Ich rolle das noch mal ein bisschen auf. Das ist diese Flieder-Variante. Und hier einmal mit dem Bus in Grau. Genau, da sind türkisfarbene Sprenkel. Ja. Ach ja, genau. Der. Dann einmal das coole Lama. Das geht dann einfach weiter mit den Gebartigen. Und dann noch einmal der French Terry mit dem Tiger. Und da sind die Augen einfach. Ja, sehr, sehr schöne Augen. Total. Ja. Und das finde ich hier auch bei dem Shirt super gut. Da wurde die Farben der Augen aufgegriffen in Bündchen, was natürlich wieder passend dazu ist. Oder hier einfach ein Doppelbündchen, wo die Farben des Panels wiederkommen mit Lila und Türkis. Ja, und was die Piqué-Ware, da wollten wir noch mal eben zeigen, wie toll man den Kragen nehmen kann. Und da kann man wirklich sehen, wie toll man den ausarbeiten kann. So konzentrieren, das Spiegelverkehr. Ja. Ja, das wär's. Das wär's. Ich gehe gleich noch einmal auf unser Magazin ein. Hier haben wir wieder das neue Swaffing-Magazin und wir haben es irgendwie noch nie wirklich erklärt, ist uns aufgefallen. Wir hatten ja früher immer das Ringbuch. Jetzt haben wir ja schon ein paar Jahre das Swaffing-Magazin. Und hier finden Sie immer ein Inhaltsverzeichnis, wo Sie die jeweiligen Designer finden. Und dann geht das los, dass Sie hier an der Seite den Artikelnamen finden, Zusammensetzung, Qualität, Breite des Stoffes, Grammzahl des Stoffes und hier oben können Sie einmal sehen, welches Bild welches Schnittmuster ist. Natürlich finden Sie die Schnittmuster bei den jeweiligen Schnittmustererstellern oder Erstellerinnen
und die passenden Artikel, die hier dann vernäht wurden. Ja, und hier haben wir wieder natürlich ganz viele verschiedene Modellbeispiele. Blätter einmal durch. Und natürlich danken wir an dieser Stelle wieder unserem Probenäh-Team. Vielen, vielen Dank für die ganz tollen Modelle, für die Hausmesse, für die Kollektion. Wir sind immer ganz, ganz glücklich und freuen uns einfach, dass wir das wirklich alles zeigen dürfen. Vielen, vielen Dank dafür. Auch wenn nicht immer alles zurückkommt, weil Pauline dann doch das eine oder andere behält. Und wahrscheinlich sagt, die Vertreter sind schuld. Aber, aber mit dem Magazin, das ist wirklich ein tolles Arbeiten. Das gibt es auch in digitaler Form schon. Ja. Also es wird ja dann, oder ihr könnt es zubestellen zur Auslieferung. Dann wird es dann halt ab Februar mit zu einer Warenlieferung dazugepackt. Aber ihr habt jetzt schon die Möglichkeit, das Ganze digital zu nutzen für eure WhatsApp-Gruppen, für eure Kanäle, für Instagram und so weiter, für eure Vororder und so weiter. Es wird ja mittlerweile auch immer mehr, dass man seine Kundschaft oder dass ihr eure Kundschaft mitnimmt und dann einfach vielleicht auch schon mal eine Tendenz, vielleicht auch schon die eine oder andere Bestellung in der Tasche hat, auf Deutsch gesagt, und dann das Risiko vielleicht nicht ganz so groß ist oder wenn man sich irgendwo unsicher ist, nehme ich den oder nehme ich den nicht. Und da kann man ja mal eine Umfrage starten und das wird gefühlt immer mehr. Ja. Und ist eine ganz gute Sache und das Bildmaterial dürft ihr halt komplett nutzen. Ob aus der Bilddatenbank, wie gesagt, das ganze Buch gibt es zum Durchblättern in digitaler Form, wenn ihr es wünscht. Aus unserem WhatsApp-Kanal, den wir führen, da einfach weiterleiten in die WhatsApp-Gruppe. Wenn man eine WhatsApp-Stoffparty machen möchte, das Material findet man bei uns unter dem Online-Shop, unter dem Reiter Extras. Da kann man dann auch das Bildmaterial sich runterladen oder auch die WhatsApp-Party, die ganzen Materialien dazu sich runterladen. Und dann kann man einfach von dem Kanal, den kann man stumm schalten, das klingelt dann nicht. Man guckt rein, wenn man es möchte. Und das würde ich auch immer den Endverbrauchern nahelegen in diesen WhatsApp-Gruppen. Die kann man auch einfach archivieren. Dann klingelt das Handy nicht und die Leute gucken dann rein, wann es ihnen zeitlich passt, wann sie Lust darauf haben und dadurch nimmt man schon immer so einen zeitlichen Punkt. Das machen wir ja auch mit unseren Videos. Wir veröffentlichen ja auch immer sehr viel vor, dass man sich darauf vorbereiten kann, angucken kann, wenn man Zeit hat und ja. Und man kann es ja auch, das Schöne ist ja auch mit dem WhatsApp-Kanal zum Beispiel oder generell mit dem Bildmaterial, man kann ja die Artikel, man kann ja eine Vorauswahl treffen und es ist ja wirklich auch im WhatsApp-Kanal sehr viel unterteilt. Also man kann ja wirklich die Bilder dann für seine Gruppen nutzen mit den kurzen Texten, die man dann wirklich nutzen möchte. Ich sag mal, ob das jetzt Cherry-Picking ist, dass man vielleicht sagt, alle 4 Artikel sind jetzt nicht so meins. Ich nehme in Anführungsstrichen nur 2 Artikel oder von Thorsten Berger, ich nehme die Paneele, aber ich brauche die Beistoffe nicht oder wie auch immer. Und das kann man wirklich, das ist von uns bewusst auch so unterteilt immer, dass man das wirklich, weil sonst ist es ja so, sonst ist vielleicht ich bleibe jetzt mal bei Anke, alle Artikel zu sehen und ihr wollt aber vielleicht die Qualität jetzt aus was für einem Grund auch immer nicht und dann fragt euer Kunde und so könnt ihr es wirklich schön unterteilen nach Qualitäten und So, haben wir genug geredet? Ich weiß nicht, ich bin gerade so im Flow. Ja, Go with the flow ist das Motto. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie gesagt, alle Artikel sind bis zum 3. November bestellbar, werden dann, wie gesagt, ab Mitte Februar bis Ende März ausgeliefert. Und wenn Fragen sind, Wünsche sind, immer gerne melden. Ja, wir freuen uns auf die nächste Hausmesse. Genau. Die ist ein bisschen früher bei uns. Ja, die Köln-Messe ist natürlich auch früh diesmal, deswegen. Wir passen uns an. Wir passen uns da an. Und, dass es für Sie auch nicht alles auf einmal kommt. Also das ist wirklich, wir passen uns da an, der Köln-Messe entsprechend, dass wir auch alles ein bisschen weiter früher machen, dass der Abstand zwischen Hausmesse und Köln auf jeden Fall derselbe bleibt. Ja. Also dass Sie da brauchen Sie keine Angst haben, dass Sie da dass Sie von Nordhorn nach Köln fahren müssen. Ja, kann man natürlich auch, weil wir können ja auch alle dann zusammenfahren. In der riesigen Kolonne von Nordhorn nach Köln fände ich auch super. Genau, ja, wir müssen aber Rosenmontag noch aufbauen. Und dann fährt Swafing mit seinen kompletten Kunden nach Köln. Ja, das und alle in ein Hotel. Super, fände ich super. Dann kommen wir aber in Siegburg nicht klar mit den Zimmern. Ich finde es super. Aber ich weiß nicht, ob wir dann auf dem Köln-Messestand stehen. Ja, genau. Da reden wir nochmal drüber in der Freitagsrunde. Also vielen Dank, gute Zeit und bis bald. Tschüss. Tschüss.